Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Angular. Heute geht es darum, wie wir hier einen eigenen Validator reinbekommen in unsere Form, Control, welche auch immer, ist egal. Und ja, das machen wir, indem wir einen neuen eigenen Validator schreiben. Deswegen habe ich hier schon mal für euch die Validators importiert, haben wir auch letztes Mal schon gebraucht, für die Leute, die letztes Mal nicht zugeguckt haben. Und ja, wir wollen natürlich jetzt einen eigenen Validator haben, der im Endeffekt so arbeitet wie die ganzen Validators, die hier drin sind. Das heißt, was wir machen wollen ist, wir brauchen hier eine neue Funktion, die auch noch static ist, weil ja, die soll ja unabhängig vom Kontext von der Klasse sein. Deswegen machen wir sie static und sagen, okay, wir nennen sie jetzt einfach myValidator. Denkt zum Beispiel an illegale Namen oder sowas, da könnte man jetzt super gut irgendwie eine Liste führen mit verbotenen Namen oder enthält was Verbotenes oder sowas oder Postleitzahlen oder Telefonnummern, all diese Sachen kann man hier als eigenen Validator schreiben. Es gibt noch deutlich mehr, also nur so als Beispiel. Ja, und wir gehen jetzt hierher und brauchen als allererstes mal eine Control-Doppelpunkt vom Typ FormControl, die wir hier als Parameter bekommen. Denn wir bekommen ja hier die ganze Zeit hier eine FormControl und ja, okay, weiter geht's. Wir haben natürlich auch einen Rückgabetyp und der Rückgabetyp ist hier erstmal ein Dictionary und das wiederum besteht aus Schlüsseln vom Typ Key, Doppelpunkt, String. Und das Ganze machen wir uns einfach, ist einfach vom Typ Any dann am Ende. So, und ja, jetzt können wir hier mit der Funktion sozusagen anfangen. Jetzt müssen wir allerdings natürlich auch hier irgendwas zurückgeben hier, weil sonst haben wir hier ein Problem. Wir müssen einfach irgendwas zurückgeben können. Und wir sagen jetzt hier einfach mal, okay, wir bekommen jetzt hier einen, wir überprüfen einfach mal ganz kurz, if der Control.value, wenn der Name, der da eingegeben wurde, wenn der gleich Morpheus ist, also wir machen jetzt einfach mal illegalen Namen sozusagen, ups, ich habe die Anführungsstriche vergessen, weil ich mir den reservieren möchte oder sowas, keine Ahnung. Wenn das der Fall ist, dann geben wir zurück. Dann returnen wir hier einfach mal return, Name, Doppelpunkt, valid, Doppelpunkt, false. Also zum Beispiel jetzt einfach mal, wir geben einfach zurück, dass der Name nicht gültig ist. Hier muss ein Leerzeichen rein. Und ansonsten sagen wir, ja, was sagen wir ansonsten? Ansonsten sagen wir else return, null. Null habe ich gesagt. Okay, wunderbar. So, mal schauen, ob das auch so funktioniert. Das habe ich mir jetzt einfach mal gerade so kurz aus den Fingern gesaugt. Wir fügen das jetzt einfach mal hier in unser, nicht in unser Passwort, sondern hier oben einfach ein, in unseren Vornamen. Das ist der einzige Validator, den wir für den Vornamen brauchen, weil wir den gerne reservieren möchten. Und das ist jetzt eigentlich relativ simpel. Das haben wir letztes Mal schon kennengelernt. Das heißt, ich kann jetzt hier einfach hergehen und kann sagen, hey, ich hätte ganz gerne myValidator hier angegeben. myValidator. Schade, ich dachte, es wird mir vorgeschlagen, dann müssen wir den langen Weg gehen. Website-Component.myValidator. Achtung, keine Klammern, das ist ein Function Pointer. Die Control wird immer mitgeliefert, direkt, wenn ihr sozusagen hier diese Validierung ausführt. Ja, und jetzt schauen wir einfach mal ganz kurz, ob dieses Ding am Ende beim Success valid ist. Hier haben wir das Ganze geloggt. Das machen wir mal rückgängig hier, das brauchen wir nicht. Hier, wenn wir jetzt das Ganze abschicken, also ausgefüllt haben, dann sehen wir ja, ob das Ganze valid ist. Das schauen wir jetzt hier einfach mal direkt. Wir geben hier einfach mal Vorname Morpheus ein. Wir haben es auf den Vornamen gemacht, nicht wahr? Oder haben wir es auf den Nachnamen gesetzt? Wir haben es auf den Vornamen. Wundervoll. Wir haben es auf den Vornamen gesetzt. Das heißt, wir können hier einfach dabei bleiben. Nachname ist wurscht. Ich lasse es einfach mal frei. Passwort ist auch frei. So, und ja, jetzt haben wir hier ein Status invalid stehen. Das ist wundervoll, denn genau das ist es ja im Endeffekt auch. Es ist invalid, weil hier der Vorname invalid ist. Denn wir haben hier Form Group, das ist die Form Group mit dem kompletten Namen drin. Und hier können wir aufklappen und die Form Control für den Nachnamen aufmachen. Die Form Control von dem Nachnamen ist valid, aber die Form Control von dem Vornamen ist invalid. Dadurch wird die ganze Form Group invalid, was wir hier sehen können. Dadurch wird alles invalid und das sehen wir hier. Das Passwort ist natürlich auch valid. Das ist nur der Vorname, der eben halt so nicht valid ist oder sein darf, weil man eben hier Morpheus eingegeben hat und das, haben wir gesagt, ist nicht valid. Wenn man null zurückgibt, dann ist es valid, ansonsten eben nie.
Okay, ja, und so könnt ihr natürlich jetzt alle möglichen Validatoren schreiben, die ihr eben wollt. Ihr könnt ja auch richtig fancy Sachen machen, wie gesagt, zum Beispiel ein Nachschlagen in verschiedensten Listen mit Spam-E-Mail-Adressen oder sowas wäre denkbar oder irgendwelche weiteren Sachen. Also seid da einfach kreativ oder überlegt euch am besten, was ihr braucht. Das ist das Wichtigste dabei. Und ja, dann hören wir uns einfach wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.